Willkommen zum Duell der zwei formstärksten Mannschaften in den letzten Spielen. Die Nürnberger nämlich heute auch. Die haben aus den letzten 4 Spielen 3 Siege geholt und nur einen Unentschieden. Wir stehen auch momentan relativ gut da auf Platz 3. Haben viel, zweimal 0-0 gespielt, einmal 1-0 gewonnen gegen Braunschweig. Zwischendurch gab es ein 2-2 gegen den 1. FC Köln, was weder ihr noch ich gesehen habt. So, also, gehen wir rein. Ich freue mich, bin sehr, sehr gespannt, was das für ein Spiel wird. Ich hoffe natürlich, dass ein bisschen mehr Action da ist. Ich habe ja gesagt, ich warte die nächsten 1-2 Spiele nochmal ab, wie das hier so ist in der Simulation oder in diesem Modus Simulation. Und ansonsten werde ich das wieder zurückstellen. Dann stellen sich auch die Regler wieder zurück. Aber man hat mir gesagt, es wäre realistischer. Schöner zum Anschauen auch. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Das müsst ihr entscheiden, ob das schöner ist zum Anschauen. Aber ich hoffe, es wird einfach ein bisschen mehr passieren. Also ich meine, nur hin und her geschiebe, Ball hin und her geschiebe, ist dann auch irgendwann ein bisschen langweilig. Deswegen, schauen wir mal, was die Nürnberger hier heute auf den Rasen zaubern. Kaspar Janda, ach ja, sein Ex-Club. Hab gerade die ganze Zeit gedacht, Duisburg, aber nee, der ist ja zu Nürnberg gegangen. Ich glaube sogar in diesem Sommer und ist dann auch direkt weitergegangen nach Münster. Das machst du eigentlich auch nicht, ne? Das ist auch so ein Move-Adding, das funktioniert nur hier im Spiel. So, erste Chance, Mees. Jetzt ist wieder niemand in der Mitte, Fridjonsson. Der muss in die Mitte, wo ist er denn? Egal, dann machen wir auf Brodowski, der kann das auch ganz gut. Erste Chance und der Keeper wollte dazu schlagen. Brodowski und Fridjonsson. Die haben auch gegen Kaiserslautern gute Chancen gehabt. Aber dann am Ende leider hat es auch da nur zu einem 0-0 gereicht. Und wie gesagt, wenn es jetzt hier nur 0-0s gibt, dann muss ich irgendwas verändern. Dann war es mal gut, dass wir das ausprobiert haben hier, gerade zu Beginn der Saison. Aber dann muss ich wieder irgendwas umstellen. Das geht nicht. Mittelfeld steht wieder sehr, sehr kompakt. Die Nürnberger versuchen, ja, das hier auch erstmal ruhig übers Mittelfeld zu machen, aber da haben sie nicht mit uns hier gerechnet, mit unserem Pressing. Das machen wir richtig gut, Janda. Und deswegen ist die zweite Liga auch so eng zusammen, also zumindest bei uns, ne? Der 1. und der 9., die trennen gerade mal 3 Punkte und dann sind es wiederum nur 3 Punkte bis zum 15. Also wir sind quasi 6 Punkte insgesamt auseinander. Das heißt, die Tabelle wird sich an jedem Spieltag immer verändern. Weil es, glaube ich, nicht eine Mannschaft geben wird, vielleicht eine, aber niemals 2, 3 Mannschaften, die sich jetzt mal von den anderen absetzen werden. Dazu ist die Liga einfach auch zu ausgeglichen, würde ich sagen. Hier kann jeder jeden schlagen. Mal gucken, wer Münster dann schlägt. Ich hoffe natürlich niemanden im Idealfall, aber irgendwann wird es dann halt auch bei uns mal soweit sein. Janda, Fridjonsson, schön aus der Drehung. Ja, nächster Torschuss, der ist Linksfuß übrigens. Ich hatte mich ja gewundert bei seinem Premierentor, ich glaube gegen Magdeburg, ob er Linksfuß ist. Ja, er ist Linksfuß. Hätte man kaum glauben können. Und da ist er wieder, Fridjonsson mit dem Kopf. Mein lieber Herr Gesangsverein. Auch wieder ein schöner Kopfball. Oh, den hat der Keeper nicht gehabt. Schade, da haben wieder nur 1, 2 Meter gefehlt. Und wir gehen hier auch. Achso, wir sind schon auf offensiv. Genau, setzen vorne unter Druck. 4-2-3-1. Wir stehen hoch. Ich weiß gar nicht, den Regler. Da gibt es noch einen Regler für, wie hoch man steht. Schaut euch das mal an, wie wir hier ins Pressing reingehen. Brodowski und jetzt Fridjonsson und Janda. Das wäre ja was gegen sein Ex-Club. Der Mann mit dem Stirnband. Schade. Auch eine große Chance, der hat, wie gesagt, auch ein großes Potenzial. Der ist für Münster, ist der genau der richtige Spieler. Schade, schade, schade. Aber auch hier die Nürnberger bislang hatten hinten Glück. Vorne bekommen sie bislang noch nicht so viel hin, Gott sei Dank. Und wir gehen hier ins Pressing rein. Klar wird das auch mal irgendwann schief gehen. Aber bislang, wir stellen gut zu. Nürnberger wissen nicht wohin. Ja, bis jetzt aufgepasst. Okunuki. Mit dem ersten Angriff wahrscheinlich. Ter Horst kommt da nicht hinterher. Oh, aufgepasst, 50-50 Ding. Oh, Okunuki, der spielt uns da schwindlig. Auf dem Bierdeckel Justwan, Flick. Wir stehen. Oh, noch sicher. Und jetzt die Chance für die Nürnberger. Aber harmlos. Da ist Behrens zur Stelle.
und so fort. Auch hier die Chance irgendwo, wenn es geht, schnell umzuschalten. Aber die Nürnberger, die stellen leider auch gut zu. Ich kann schon verstehen, warum die letzten 3 Spiele oder aus den letzten 4 Spielen 3 gewonnen haben. Und wir machen das hier wieder ganz gemächlich. Mees mit Hendricks. Ja, jetzt muss ich irgendeiner freispielen. Remberg. Und dann machen wir es wieder breit hier über Janda. Und dann müssen wir halt hintenrum spielen. So ist das halt in diesem Spiel. Hat sich halt jetzt auch verändert, dass man mehr so spielen muss, mehr hintenrum. Es geht nicht mehr so schnell wie in EAFC 24. Da muss man sich wieder umgewöhnen. Ist halt jedes Jahr der Teufelskreis, ne, den ich immer wieder gerne anspreche. Da hast du dich gerade erst an so ein Gameplay gewöhnt. Dann musst du dich schon wieder umgewöhnen. So. Wieder die Nürnberger über Okunuki. Oh, da kommt Theos nicht hinterher. Guck mal, der trabt. Der will gar nicht. Der macht das alles mit Auge wieder wett. Wieder Okunuki. Der spielt hier ganz schön schwindelig. Den Theos, aber egal. Da außen, da sollen sie es ruhig machen. Aber spätestens, wenn sie hier sind, am Strafraum, da müssen wir ran. Da müssen wir irgendwas tun. Justwan, stehen wir dazwischen. Sehr, sehr gut. Also defensiv sieht das nach wie vor richtig gut aus. Und ich glaube, ich muss das wieder umstellen. Ich glaube, das Simulationsding, das wird hier wieder sonst 0-0. Ich meine, von den Chancen her, wir gucken mal, Spielinfo, sind wir jetzt zwar besser. Ich stelle das mal wieder zurück. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist das hier bei Simulationen. Ihr seht ja die Regler, bei Sprinttempo ist das ein bisschen zurückgestellt. Dafür ist der Antritt ein bisschen höher. Fehlerhaftigkeit von Schüssen ist ein bisschen höher gestellt worden. Bei individuell, ja, das wäre natürlich auch nochmal die, aber ich lasse das bei klassisch. Beim klassischen Spielerlebnis, und das machen wir jetzt in Halbzeit 2, jetzt fallen wahrscheinlich 5 Tore auf einmal. Aber es muss ja irgendwas passieren. Also ich kann jetzt nicht hier noch 30 mal 0-0 spielen, das wäre wirklich Quatsch. Wenn vielleicht aber einer irgendwie eine gute Mischung hat und eine gute Reglereinstellung, dann darf er mir die gerne schreiben, privat bei Insta, bei Twitter oder in die YouTube-Kommentare, sehr gerne. Bin ich immer bereit dazu, das auch mal zu übernehmen. Aber ein bisschen Action soll ja auch mit dabei sein, ne? Ihr versteht das doch hoffentlich. Aber ich habe es mal ausprobiert. Es ist der richtige Ansatz gewesen auf jeden Fall, aber noch nicht ganz ausgereift. So will ich das mal sagen. So. Nächste Chance, Fridtjonsson. Oh, der ist Wahnsinn, der Typ. Setzt sich da schön durch, hält auch mal den Ball, macht Platz dann für Grodowski und jetzt, da kommt er, da ist Remberg, Nikolai Remberg. Das wäre geil, bei seinem ersten Heimspiel hier, bei seiner Rückkehr, dann ein Tor zu machen, dann fliegt das Dach der Gegentribüne da weg. Ich wollte gerade sagen, dann fliegt das ganze Stadiondach weg, wir haben gar nicht so viel. Oder Partov trifft, nee, vorbei. Ja, das wären so Geschichten. Die würde nur der Fußball schreiben. Da zahle ich auch gerne 3 Euro ins Phrasenschwein wieder, aber es ist ja einfach so. Aber auch nach wie vor sind wir die bessere Mannschaft. Das ist jetzt nach knapp 55 Minuten, aber auch die Nürnberger, die sind nicht zu unterschätzen. Dunman, Remberg leider vorbei. Oh, und wieder der Ball auf Okunuki. Also wenn was geht bei Nürnberg, dann über den kleinen, quirligen Japaner. Tyler Dunman. Achtung, da ist Justwan. Ja, die Nürnberger auch. Merkwürdige Frisur. Ich zeige es nochmal an. Den rechten Arm bitte nicht so weit hochheben, sonst habe ich ein Problem. Und ihr seht, auch die Nürnberger, die machen es schnell. Wie gesagt, über Okunuki, wenn wir den irgendwie noch in den Griff kriegen, dann sind die Nürnberger auch vorne raus aus dem Spiel. Aber solange wir das nicht machen, ist das halt auch nicht der Fall. Aber wir sind nach wie vor echt gut in den Zweikämpfen drin. Wir haben eine sehr, sehr stabile Defensive. Sowohl die Innenverteidiger als auch die Außenverteidiger. Wir lassen da echt wenig zu. Ich hoffe, das bleibt auch so. Weitestgehend. Janis Serra auch groß gewachsen. War ja auch mal bei Holstein Kiel, glaube ich, ne? Wieder die Nürnberger Justwan, aber wir stehen wieder da. So, und jetzt mal umschalten. Was schlägt er uns denn hier vor als Formation? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Was schlägt er uns vor? Pressing auf Konter oder Tiki-Taka? Na komm, wir machen mal auf Pressing. Wir machen mal 3-4-1-2. Jetzt seht ihr unten, zack, wie sich alles wieder umstellt. 3-4-1-2 und spielen Pressing. Gnade dir Gott, wenn das schief geht. Aber gut, ich bin ja schuld, ich hab's ja gemacht. So, nächste Chance. Fridtjonsson auf Grodowski. Schön, komm, nimm ihn doch einmal mit. Was macht der denn? Dann braucht der zu lange.
Oh, die Kölner führen 2-0 in Hamburg. Dann braucht er zu lange, den Ball zu kontrollieren. Schade, schade, schade. So, Wechsel bei Nürnberg. Wir wechseln auch mal. Gucken wir jetzt vorne mit Friedjonsson Grudowski. Außenverteidiger, Mittelfeld, das passt. Wir bringen mal... Ja, ich würde mal den jungen Schneider reinbringen. Der ist auch nicht langsam. Den bringen wir mal für Mees rein. Oh, ey, dieses Menü hier, ne? Du musst echt hart arbeiten, bis du bei deinem Spieler bist. Jetzt bringen wir mal hier Nemeth rein und... Wir bringen Makridis, ja, für Janda. Wir machen mal hier den Rundumwechsel. Wieder 3 offensive Kräfte. Und dann geht's jetzt rein in die letzten 20 Minuten hier. Das Duell der, ja, mit formstärksten Teams. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Also die letzten 4 Spiele nicht verloren von Nürnberg. Das ist schon nicht schlecht. Und da haben wir den jungen Schneider gegen Handwerker, der schon bei diesen Rush-Turnieren auf sich aufmerksam gemacht hat. Grudowski liegt quer in der Luft. Das wäre natürlich ein Ding gewesen. So, aufgepasst. Wie machen wir es jetzt in der Dreierverteidigung? Oha. Ist natürlich jetzt ein bisschen luftiger, aber die Nürnberger, die machen das sehr langsam. Ist gut für uns. Wir formieren uns. Und die Nürnberger kommen wieder über Okunuki. Oh mein Gott, der macht uns das Leben heute echt schwer. Aber Hendricks ist dazwischen sehr, sehr schön. Sieht nach dem nächsten 0-0 aus. Wir haben hier eine 0-0-Phase. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig, ne? Aber gut, was willst du machen? Ich habe ja schon die Regler zurückgestellt. Jetzt liegt es nicht mehr an den Reglern. Jetzt liegt es auch mehr, ja, an mir selber, hier das Ding zu drehen. Auch in der Dreierkette abseits. Ah, nee, doch nicht. Machen wir das bislang eigentlich ganz gut, aber aufgepasst. Nee, Okunuki nicht mit der Hacke. Da musst du schon früher aufstehen. Auch Glück gehabt. So. Jetzt mal mit 2 Mann vorne, mit Nemeth und mit Grudowski. Kommt wieder die Abwehr. Kommt der Ball. Oh, schön gespielt. Nemeth, komm. Grudowski ist da. Da läuft er ein. Und jetzt per Fallrückzieher Grudowski. Schade. Wenn der klappt, dann Gnade dir Gott. Dann ist aber hier was los. Jetzt wird uns Flügelspiel empfohlen oder Kick and Rush. Wir lassen jetzt die Dreierkette. Wir sind noch 10 Minuten mit Nachspielzeit. Wer holt sich hier die 3 Punkte oder trennen wir uns schiedlich, friedlich, unentschieden? Aber nur von unentschieden können wir uns auch nicht ernähren. Irgendwann müssen dann auch mal wieder Siege her. Aber zurzeit, solange wir nicht verlieren, ist alles gut. Dann rutschen wir nicht weiter unten rein. Dann sind wir voll im Soll. Wie es so gerne heißt. Okunuki aber nochmal, Handwerker. Da haben wir jetzt ein bisschen geschlafen, aber die Nürnberger machen es jetzt auch nicht gut. Die wollen auch wahrscheinlich hier das 0-0 jetzt halten. Ja, oder auch nicht. Hier Okunuki aufgepasst. Allein gegen alle. Achtung, Tyler Dunman. Ja, vorbei. Da wäre auch Behrens da gewesen. Also die Abschlüsse waren da. Bei beiden Teams. Nachspielzeit läuft. Wem gelingt jetzt hier noch das Finale 1-0? Jetzt vielleicht Grudowski. Ja, das ist nochmal ein langer Ball. Und jetzt Grudowski, aber der ist nicht schnell genug. Junge, gib doch Gas. Da hält er auf der Hälfte der Strecke an und zieht da die Handbremse. Schade. Also wieder 0-0 gegen Nürnberg. Was soll ich machen? Vorne die Chancen machen wir leider nicht. Und ja, ansonsten machen wir einfach so weiter. Mal gucken, irgendwann schießen wir auch mal wieder ein Tor, irgendwann kriegen wir auch ein Gegentor. Vielleicht ja sogar im nächsten Spiel. Aber auch da muss ich sagen, 0-0 der besseren Art. Braunschweig gewinnt zum Beispiel in Fürth. Das sind so Spiele. Lautern gewinnt, die Kölner gewinnen, solange es halt immer wieder Sieger gibt. Wir sind Zweiter. Noch. Wir spulen jetzt mal vor. Hannover ist jetzt der nächste Gegner. Die haben wenigstens sehr echtes Stadion. Das Niedersachsen-Stadion. Sind wieder 30 Mann bei uns hier in der 11 des Tages. Nee, ich glaube nicht. So 2 ungelesene Nachrichten haben wir. Der Horst. Das Ergebnis ist enttäuschend, aber trotzdem danke, dass ich spielen durfte. Ich glaube, ich bin wieder ganz der Alte. Ja, keine Sorge, du lässt uns in ihrem Stich. Warte auf deine Chance. Luca Bolle, jetzt fängt das wieder so an. Dass sich die Leute hier aufreiben und wenn sie dann mal nicht spielen, total enttäuscht sind. So, Hannover 96. Stehen auch im Mittelfeld, glaube ich, ne? 14. Okay. Von wegen Mittelfeld, die stehen irgendwo unten mit dabei. So, wieder Scout-Berichte. Bis zum Schluss werden die hier gescoutet. Oder es gibt immer wieder neue Spieler. Da wären jetzt noch 30 Spieler, die werde ich mir alle nicht leisten können. Das war einfach nur mal so, um zu gucken, wer dann mal irgendwann hier auf dem Markt ist. Also wir sind Zweiter, ob ihr wollt oder nicht. Mit 6 geschossenen Toren, 2 Gegentoren, das ist schon ziemlich bitter für die anderen Teams. Wir stehen zwischen dem Rhein, wir stehen zwischen Köln und Düsseldorf. Dann haben wir Magdeburg, Schalke, Nürnberg, die sind auch, wie gesagt, ganz eng oben. 2 Punkte Abstand, 3 Punkte Abstand bis Platz 12. Das ist halt die zweite Liga. Wenn du die zweite Liga beschreiben willst,
in einem Bild, dann zeigt ihr einfach die beiden Tabellenhälften. Oder beziehungsweise die erste Tabellenhälfte reicht schon. Von Platz 1 bis Platz 8, 4 Punkte, das ist nix. Das ist echt absolut nichts. Gut, also in Hannover, nächstes Spiel. Ich hoffe auf mehr Tore, ich hoffe auf ein bisschen mehr Schwung. Und wie gesagt, wenn einer von euch gute Regler-Einstellungen hat, dann darf er mir die sehr gerne zukommen lassen. Entweder per Twitter, per Instagram oder direkt einfach hier in die YouTube-Kommentare. Egal, auf welchem Wege ihr das machen wollt. Also, macht's gut, bis zum nächsten Part. Bleibt gesund und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.